Das Ziel der heutigen Mini-Intervention ist es, positive Emotionen nochmals aufleben zu lassen, diese nochmals nachzufühlen und somit die Widerstandsfähigkeit zu stärken. Lebensfreude ist ein wichtiger Schutzfaktor für unsere mentale Gesundheit. Sie gibt uns Freude, Zuversicht und schenkt uns neue Motivation für neu gesetzte Ziele. Zusammenfassend gesagt stärkt sie also unsere Resilienz. Resilienz ist die psychische Widerstandskraft, also alle die uns zur Verfügung stehenden Werkzeuge, um mit herausfordernden Situationen im Alltag klarzukommen, diese zu meistern, unseren Alltag erfolgreich und mit Lebensfreude zu bewältigen. Wie Toto Wolff so schön gesagt hat, selbst wenn man wie er das große Glück hat und seine Passion im Beruf ausleben darf, gibt es wohl dennoch Tage, an denen es einem an Motivation fehlt. Man braucht also einen kleinen Motivationsschub. Und hier ist eine Möglichkeit, die Game Changer Übung, welche Toto Wolff bereits genannt hat, seine Game Changer Übung. Ich zeige dir gleich eine Erweiterung davon. Und zwar ist diese Möglichkeit, dass du bereits vergangene Erlebnisse, positive Emotionen nochmals aufleben lässt, um neue Motivation zu gewinnen. Die gute Nachricht ist also, Lebensfreude kann man trainieren. Ähnlich wie du deine Muskulatur oder eine Sportart trainierst, kannst du je öfter du diese Übung praktizierst, immer besser werden und sie immer leichter in deinen Alltag integrieren. Also wie mein Großvater schon gesagt hat, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen oder eben Übung macht den Meister. Für die 5-Finger-Übung darfst du eine bequeme Haltung einnehmen. Du darfst dich gerne hinsetzen oder, wenn du möchtest, auch hinlegen. Du darfst die Augen schließen. Es ist eine Visualisierungsübung. Und du kannst beginnen, indem du beispielsweise dann 3 tiefe Atemzüge nimmst. Dann bringst du deinen Daumen und Zeigefinger zusammen und stellst dir eine gesunde, angenehme Müdigkeit vor. Und wie Toto Wolff das so schön beschrieben hat, versuch diese Situation mit allen deinen 5 Sinnen wahrzunehmen. Also was siehst du, was riechst du, was schmeckst du, was hörst du, wie fühlt es sich an. Eine gesunde Müdigkeit, wie du sie nach getaner Arbeit, körperlicher, geistiger Arbeit oder eben nach dem Sport empfindest. Nimm diese Situation einen Moment wahr und dann darfst du deinen Daumen und deinen Mittelfinger zusammenbringen. Und stell dir jetzt eine Situation vor, in welcher du einen Erfolg erlebt hast, ein kleines Ziel erreicht hast. Das darf ein großes oder auch nur ein sehr kleines Ziel sein. Und fühl nach, wie es sich damals angefühlt hat, in dieser Situation, in der du voller Stolz und Freude warst, weil du diesen Erfolg erlebt hast. Danach bringst du deinen Ringfinger und Daumen zusammen und stellst dir eine Situation vor, in der du das schönste Kompliment überhaupt erlebt hast. Damit bedankst du dich eigentlich ein weiteres Mal bei der Person, die dir dieses Kompliment gemacht hat, und darfst das nochmals nachfühlen. Und als letztes bringst du deinen kleinen Finger zusammen mit dem Daumen und stellst dir einen Ort vor, an dem du zur Ruhe kommen kannst. Einen Wohlfühlort, einen Rückzugsort. Das kann eine Bank sein, bei einem Spaziergang, darf im Garten sein, am Meer, am See, wo auch immer du dich wohlfühlst und zur Ruhe kommen kannst. Diese Übung, je öfter du das machst, kannst du das gerne in deinem Alltag integrieren. Beispielsweise, wenn du wieder mal für ein Ziel neue Motivation brauchst, deinen Daumen und deinen Mittelfinger zusammenbringen und nochmals in eine Situation gehen, in der du eben bereits einen Erfolg, ein Ziel erreicht hast, einen Erfolg erzielt hast. Was mir besonders gut daran gefällt, ist, dass du eigentlich dein Hirn wie auf Lebensfreude programmieren kannst oder eben auf Erfolg, auf Glück, was auch immer wie du das benennen möchtest. Begleitend können wir dir in der Online-Beratung weitere solcher Übungen, beispielsweise aus der positiven Psychologie, zeigen und hoffentlich bringen wir eine Aufwärtsspirale in Gang
und verhelfen dir, deinen Fokus auf Positivität zu setzen und deinen Selbstwert langfristig zu erhöhen.